Okay, im letzten Video habe ich gezeigt, wie man ein Cycloid-Getriebe in Fusion designt. Und in diesem Video zeige ich, wie man dieses Getriebe nun animiert. Ich würde sagen, wir starten direkt mit der Schnittanalyse. Wenn man sich das hier so anguckt, am besten wird es sogar noch mit der Schnittanalyse, weil dann sieht man wunderbar hier, wie sich die beiden Wellen nach außen verschieben gleichmäßig. Man sieht, dass die die Stifte von der Ausgangswelle perfekt hier drin laufen. Das sieht man von unten sogar noch viel besser, wenn man sich den Motor ausblendet. Und dann sieht man das, wie wunderbar die hier quasi drum gleiten. Das sieht jetzt wieder mal nach viel Abstand aus, aber glaubt's mir, manchmal braucht man das wirklich. Genau, und das werden wir jetzt auch noch einzeichnen. Und was es dafür braucht, sind im Prinzip 4 Gelenke und man braucht 3 Bewegungsverknüpfungen. Man kann das Ganze auch über einen Kontaktsatz machen. Das Problem ist, dass Kontaktsätze sehr rechenintensiv sind. Wenn man die Gelenke sich definieren würde, so wie jetzt hier, dann würde Fusion die Bewegung live berechnen anhand von den Kontaktpunkten. Das klingt jetzt alles ein bisschen kompliziert. Wir definieren, man hat hier 3 Gelenke. Wir haben einmal diese Welle hier, die sich drehen kann. Und diese Welle bewegt diese Exzenterscheiben ja nach links und rechts und dreht sie im Prinzip auch. Und Fusion würde diese Drehung anhand von diesen Kontaktpunkten hier berechnen. Das ist super rechenintensiv und erfordert sehr viel CPU. Und das läuft bei mir überhaupt nicht flüssig und die Kontaktflächen müssen auch richtig sauber designt sein, sonst funktioniert es nicht. Deswegen habe ich Bewegungsverknüpfungen erstellt und man definiert in diesen Bewegungsverknüpfungen einfach nur die Relation zueinander, wie sich 2 Gelenke zueinander verhalten. Das heißt, die Eingangswelle dreht sich um 360 Grad und dann sagt man, gut, dieser Exzenter muss sich aber um 360 plus ein Zehntel davon, weil wir haben eine 1:10 Reduzierung, muss er sich drehen. Das wird gleich nochmal ein bisschen deutlicher, wenn wir das Ganze designen. So, deswegen würde ich sagen, wir fangen einfach mal an und definieren einfach unsere Gelenke. Es ist ganz wichtig, dass die Gelenke untereinander richtig definiert sind. Das heißt, das muss sich um diese Welle drehen, um diesen Mittelpunkt hier, um diesen Kreis. Und diese Welle an sich, die darf sich nur um diesen Mittelkreis drehen. Und das definieren wir einfach, indem wir drücken J und wir wählen den hier aus und den hier und machen das hier. Und dann sehen wir, das dreht sich jetzt schon mal wunderbar. Jetzt sorgen wir dafür, dass unsere Exzenterwelle sich um diesen Mittelpunkt hier drehen kann. Wir drücken J, wir wählen den Mittelpunkt von dem hier aus. Jetzt drehen wir das Ganze um, lassen uns den NEMA 17 Motor anzeigen, blenden das aus und wählen als Mittelpunkt nun, wir gehen einfach hier hin. Jetzt können wir die Welle uns einblenden. Blenden den NEMA 17 Motor aus, wählen das hier aus, blenden den NEMA 17 Motor ein und als zweites nehmen wir einfach das hier, schieben das nochmal ein bisschen hoch wieder, so passt das ungefähr. Jetzt haben wir hier 2 Gelenkdefinitionen, das ist nämlich die Exzenterwelle. Wenn wir allerdings jetzt sagen, wir animieren dieses Gelenk, dann er wird es mitnehmen, das Bauteil. Das Bauteil wird sich aber nicht in sich drehen und ja, also wir sehen jetzt schon, das ist das Topteil. Das hier. Wir sehen, er schneidet das halt komplett. Er fährt da durch und das ist Quatsch. Deswegen schnappen wir uns die beiden und definieren eine Bewegungsverknüpfung. Das wollen wir natürlich nicht. Wir fixieren uns das hier. Fixieren. So.
Der Motor ist fixiert. Was wir jetzt machen ist, wir legen eine Bewegungsverknüpfung an. Jetzt gerade drehen die sich beide nahezu gleich. Und hier sehen wir jetzt, dass sich das schneiden wird. Was wir jetzt machen, ist, wir addieren 36 Grad, weil wir haben ja eine Reduzierung von 1:10. So, was wir aber noch machen müssen ist, wir negieren das. Und was man direkt sieht ist, sobald ich das negiere, es läuft wunderbar ineinander. Damit sind wir fertig. So, was wir als nächstes noch machen, und das hatte ich noch gar nicht erwähnt, wenn man das Ganze so bisher durchgezogen hat, dann fehlt einem noch ein entscheidendes Teil, und zwar diese Exzenter hier, die müssen auch nochmal um 0,2 gedrückt werden, weil sie sonst viel zu stramm drin sitzen. Und was auch noch falsch ist an der hier, die muss noch ein bisschen gedreht werden, sonst passt das an sich gar nicht, wenn wir gleich die Gelenkdefinition definieren. Die muss um 2 Grad muss sie noch ein bisschen gedreht werden. Jetzt sehen wir, dass die Ausgangsposition perfekt passt. So, wir definieren unser neues Gelenk. Wir schnappen uns die Exzenterscheibe und dann diese hier. Kehren das Ganze natürlich nicht um. Jetzt kann sich die Exzenterscheibe hier frei bewegen. Danach schnappen wir uns dieses Gelenk, die beiden und erstellen eine Bewegungsverknüpfung. Und da rechnen wir jetzt noch die plus 36 drauf und wir sehen, das greift jetzt schon wunderbar ineinander, ohne Kollision. Er verfolgt perfekt dieses Profil und damit sind wir fertig. Jetzt haben wir diesen Bewegungsablauf komplett animiert. Das können wir uns so ansehen. Es greift wunderbar ineinander. Jetzt fehlt eigentlich nur noch der Bewegungsablauf. Klar, wir haben die Welle jetzt hier nicht definiert. Die könnten wir auch noch drehen lassen. Das spare ich mir an der Stelle. Was viel wichtiger wäre, ist, dass wir den hier noch mitdrehen lassen. Okay, bei der Ausgangswelle müssen wir das hier verbinden mit unserer Exzenterwelle. Daraus erstellen wir dann ein neues Gelenk. Und dann hätten wir hier dieses Gelenk. Und nun verknüpfen wir die Ausgangswelle mit unserer Eingangswelle und erstellen eine Bewegungsverknüpfung zwischen einem anderen Gelenk. Dann nehmen wir einfach mal das hier. Und jetzt können wir schon mal Folgendes beobachten. Und zwar, die drehen sich entgegengesetzt. Das passt sogar fast schon, wahrscheinlich. So, was wir hier sehen ist, dass das schon exakt richtig alles eingestellt ist. Wir sehen hier, er durchläuft das richtig um die Stifte herum. Die Wellen sind auch gegenläufig, das heißt, die Eingangswelle dreht sich im Uhrzeigersinn und die Ausgangswelle entgegen des Uhrzeigersinns. Wenn wir jetzt das erste Gelenk animieren, dann sehen wir, dass sich hier alles wunderbar drehen kann. Jetzt können wir uns die Analyse nochmal einblenden dazu, währenddessen wir die Gelenkbeziehung animieren. Und dann sehen wir, das passt perfekt. Keine Kollision. Können den Nehmer 17 auch noch dazu machen. Da dreht sich jetzt leider die Welle nicht. Top muss natürlich fixiert werden noch. Und das war's. Wir haben unser erstes Zykloidgetriebe gebaut mit einer Reduzierung von 1:10. Und schwer war das eigentlich nicht, oder? Schreibt's mal in die Kommentare.